Hallo erstmal, ich bin der Justus Lützenkirchen. Ich bin 24 Jahre alt, arbeite zurzeit bei der Universität Bonn im Botanischen Garten und ja, bin für das Tropenhaus zuständig. Dazu habe ich noch eine Anzuchtkabine, für die ich zuständig bin. Und ja, hier geht es gerade um den Austausch der botanischen Gärten von Bonn nach Breslau. Ich habe das Stipendium gewonnen. Jedes Jahr wird bei uns im Botanischen Garten ein Stipendium ausgeschrieben, wo wir uns dann darauf bewerben können, um dann genau diesen botanischen Gartenaustausch zu machen. Dieses Jahr war es für mich Breslau. Ja, genau, der Austausch, was ich da so an Arbeiten getätigt habe, war vor allen Dingen, ich habe viel Schnittarbeiten gemacht, das heißt, ich durfte die Pflanzen schneiden, auf Ertrag und auf Aussehen auch. Dann habe ich auch viel über den Dünger kennengelernt, was die für Dünger verwenden, wie die den Dünger auch ausbringen und biologischer Pflanzenschutz, was auch sehr interessant ist, haben sie mir auch gezeigt und durfte ich auch dort ausbringen. Genau, was die verschiedenen Substrate angeht, die die Breslauer Kollegen verwenden, oder Wroclaw sagt man ja, ist nicht mehr Breslau. Ja, genau, und was für verschiedene Pflanzen was für verschiedene Pflanzen die Leute auch haben. Es gibt zig verschiedene Pflanzen und man weiß auch nicht, welche es alle gibt und wie die alle heißen und wie die aussehen. Deswegen ist es immer interessant, wenn man in einen anderen botanischen Garten kommt, dann die Pflanzen zu sehen. Und teilweise ist es dann so, boah, die sieht sehr, sehr schön aus, die wird bei uns auch reinpassen. Und so war das dann auch bei mir. Da habe ich nämlich so einen sehr interessanten Philodendron gesehen, der fast wie so eine Monstera ganz viele Fenster hat sozusagen. Genau, und den habe ich dann mitgenommen und habe mir dann auch so ein Papier dafür ausstellen lassen vom Botanischen Garten Breslau, Wroclaw. Ich habe dann unserer Kustodin sozusagen Bescheid gesagt und habe der die Pflanze vorgestellt, die einmal gezeigt und gesagt, dass ich die eigentlich recht schön finde und wo die auch hinpassen würde zum Beispiel. Und die hat dann gesagt, ja, nee, passt, nehmen wir mit auf. Hat die eine Nummer bekommen und ja, ich habe natürlich ein paar andere Neuigkeiten auch, was die Arbeitsweisen angeht. Zum Beispiel das, was ich eben schon erwähnt hatte, mit dem biologischen Pflanzenschutz. Da gibt es nämlich einen Pilz, der den Chitinpanzer angreift von Insekten. Und da, weil wir teilweise ein Insektenproblem immer mal wieder haben, was auch Ameisen angeht, war das zum Beispiel ein interessanter Fakt, den ich auch so weitergeben kann. Oder Schnittarten, wie man Sachen vermehrt. Zum Beispiel Kokosfasern. Habe ich bei mir im Gewächshaus versucht, aber das schimmelt halt viel zu schnell und da bildet sich Algen drauf. Deswegen funktioniert das nicht so gut. Und bei anderen funktioniert mein Substrat vielleicht nicht so gut, weil das irgendwie zu trocken, zu schnell zu trocken wird, weil in den Tropen, wie gesagt, ist viel Wasser, das muss abfließen können. Und das funktioniert bei denen vielleicht nicht so gut oder bei mir funktioniert dann der Sand nicht so gut. Deswegen ist das, genau, ist das abhängig. Und ich benutze auch teilweise verschiedene Arten, vor allen Dingen was Lichtkeime angeht. Da nehme ich dann bei Samen Sphagnummoos und lege die Samen einfach nur da rein, damit die keimen. War super, also wirklich, das war eine Erfahrung und das habe ich auch von meinen anderen Kollegen, damaliger Azubi-Kollege gehört und Kollegin, dass das macht einfach Spaß, das ist einfach super. Erstens mal rauszukommen, mal zu sehen, wie andere Gärten das handhaben, genau, und diese Erfahrung einfach zu machen, auch was das Englische angeht, auch ein bisschen irgendwie, ja, die Weise halt zu erfahren, wie da Kollegen in anderen Ländern damit umgehen. Und was natürlich auch für verschiedene Pflanzen es gibt. Ich habe hier zwei Sachen mitgebracht, die ich so standardmäßig eigentlich jeden Tag benutze. Die hängen dann hier in meine Handschuhe. Man braucht sie immer. Wann weiß man nicht. Deswegen haben wir hier von einem Kollegen so ein cooles Halte-Ding geschenkt bekommen und meine Gartenschere. Ohne die mache ich gar nichts. Ich war ja jetzt in Breslau und hatte auch die Schere mit. Und als ich dann wieder auf die Arbeit gekommen bin, hatte ich die natürlich vergessen. Und dann weiß ich noch, dass ich durchs Gewächshaus durchgelaufen bin und immer den Griff nach hinten gemacht habe, um dann meine Schere zu holen, weil ich irgendwas abschneiden wollte. Und dann war sie nicht da und dann dachte ich mir, das habe ich bestimmt 20 Mal am Tag gemacht oder so. Deswegen, dies ist schon sehr wichtig. Wir haben natürlich viele andere Arbeitsmaterialien, die wir auch immer wieder brauchen, aber ich würde sagen, die beiden Sachen sind schon essentiell. Wir als Botanische Garten sind dafür zuständig, dass wir halt nicht einfach irgendwelche Pflanzen aus dem Baumarkt uns kaufen und da reinstellen, nur weil sie schön aussehen,
sondern es geht darum, dass wir halt auch Pflanzen, die es nicht mehr so oft auf der Welt gibt, die ein bisschen Raritäten sind oder die halt vom Aussterben bedroht sind, dann halt auch halten und vielleicht auch wieder kultivieren. Die Schere ist natürlich das Wichtigste an unserem Job teilweise und die habe ich von meinem Ausbilder in der Ausbildung bekommen. Das ist circa, ich glaube, 7, 8 Jahre her. Und ja, es ist einfach wichtig, wenn man jeden Tag damit arbeitet, dass man die auch ordentlich scharf hält und auch sauber, was halt auch Krankheiten von Pflanzen angeht, dass die sauber gehalten wird, damit man die nicht überträgt. Und genau, bisschen Dreck ist immer dran. Ja, es sollen sich auf jeden Fall alle darauf bewerben. Das war wirklich eine super schöne Zeit.